Du lernst Deutsch seit Jahren und vielleicht hast du C1 schon, aber trotzdem hast du das Gefühl, dass du niemals C2 erreichst? Die Wahrheit ist, oft liegt es nicht an deinen Vokabeln oder Grammatikkenntnissen. Es liegt an 7 Denkfehlern, die fast alle Lernenden blockieren. Wenn du diese Fehler erkennst und abstellst, kommst du viel schneller ans C2-Ziel. Denkfehler Nummer 1. Perfektion ist alles. Viele denken, ich darf keine Fehler machen, sonst lerne ich nicht richtig. Das Problem, du wirst blockiert. Du sprichst weniger, schreibst weniger, liest weniger und genau das verhindert Fortschritt. Tipp: Fehler sind dein Lernmotor. Das klingt ein bisschen cringe, es ist aber so. Spreche, schreibe, korrigiere und lerne. Je mehr du Deutsch benutzt, desto sicherer wirst du. Und dadurch wird dein Deutsch besser. Denkfehler Nummer 2. Ich muss alles alleine lernen. Oder sogar ich kann alles alleine lernen. C2 erfordert Input und Feedback. Auch ich habe Feedback bekommen von Freunden natürlich, aber auch von professionellen Lehrkräften, um so weit kommen zu können. Andere lernen auf der anderen Seite monatelang alleine mit Vokabellisten, Grammatikbüchern und Podcasts. Und niemand prüft, ob sie wirklich verstehen oder überhaupt korrekt produzieren oder einfach die kleinen Fehler aufklärt. Lehrer sehen und hören viele Fehler, die man selbst niemals erkennen würde. Auch in der Muttersprache ist das so. Tipp: Such dir Feedback. Lehrer, Tandempartner, Korrekturen online. Am besten alles davon. Nur so merkst du, wo es wirklich hackt. Denkfehler Nummer 3. Ich brauche nur Grammatik und Vokabeln. C2 ist kein Test für Wörter oder Regeln. Es geht vielmehr um Argumentieren, Meinungen ausdrücken, Stil, Register, Nuancen. Wenn du nur Regeln lernst, wirst du sprachlich stecken bleiben. Du musst ein echtes Gefühl für diese Sprache entwickeln. Tipp: Schreibe Essays, diskutiere, analysiere Texte. Übung im Kontext schlägt stumpfes Pauken. Jedes Mal. Denkfehler Nummer 4. C2 ist ein Sprint. Viele planen 3 bis 6 Wochen. Jammern dann über fehlende Ergebnisse. Sprachenlernen ist ein Marathon und kein Sprint. Nicht mal von C1 bis C2. Bei mir hat dieser Sprung tatsächlich am längsten gedauert. Und das, obwohl ich recht motiviert war und krass viel Input hatte. Dadurch, dass ich mit allen meinen Freunden und mit meinem Partner Deutsch gesprochen habe und sogar auf Deutsch gearbeitet und studiert habe zu der Zeit. Trotzdem kam das nicht automatisch und auch nicht in einem Monat, auch nicht in 6 Monaten. Ja? Tipp: Setze kleine Etappen, also kleine Ziele. 2 neue Wendungen pro Tag aktiv benutzen, einen komplizierten Text pro Woche schreiben. Auch wenn man studiert oder arbeitet, schreibt man komplizierte Texte nicht so häufig. Ich meine, die Hausarbeit ist erst Ende des Semesters fällig, ne? Und dann schreibt man doch nur WhatsApp-Nachrichten die ganze Zeit. Auch eine gute Idee wäre, wenn du eine Diskussion auf hohem Niveau pro Woche führst. Das macht man auch nicht immer. Also
Smalltalk ist gut, ja, aber um C2 zu erreichen, müssen wir ja diese wichtigen Redemittel und Argumentationsstrukturen regelmäßig üben. Ja? Kleine, kontinuierliche Schritte führen zum Ziel. Denkfehler Nummer 5. Ich muss sofort alles perfekt verstehen. Wenn du C2 lernen willst, wirst du auf schwierige Texte treffen. Oft denken Lernende, wenn ich nicht alles verstehe, lerne ich nichts. Tipp: Auch teilweises Verstehen ist Fortschritt. Markiere unbekannte Wörter, lies weiter und diskutiere danach. Und genau davon lernst du. Du wirst auch in 10 Jahren weiterhin neue Wörter lernen, sobald du in einer neuen Situation bist. Gefühlt jedes Mal, dass ich zum Arzt gehe, lerne ich ein neues Wort. Egal in welcher Sprache ich den Termin mache. Das ist einfach nicht mein Gebiet. Ärzte würden auch in einem Linguistikkurs viele neue Wörter lernen. Das kann ich euch versprechen. Denkfehler Nummer 6. Ich brauche nur Input, kein Output. Hörbücher, Serien, Podcasts, Radio, das ist alles gut. Aber ohne aktiven Output, schriftlich und mündlich, wirst du nie fließend. Tipp: Schreibe Essays und Aufsätze, fasse Podcasts zusammen und formuliere deine eigenen Meinungen. Auch wenn sie kompliziert sind. So sind ja echte Meinungen. Meistens. Output zwingt dich, die Sprache zu produzieren und nicht nur zu konsumieren. Im Endeffekt willst du ja beides können. Hören verbessert man durchs Hören und Sprechen verbessert man durchs Sprechen. Zumindest hauptsächlich. Denkfehler Nummer 7. Ich bin zu alt oder zu langsam oder wie auch immer. Viele wollen C2 erreichen, aber denken, ich kann das nicht schaffen, weil ich erst spät angefangen habe. Oder mein Gehirn ist einfach nicht schnell genug. Falsch. C2 braucht hauptsächlich Motivation, Übung und Struktur. Dein Tempo ist egal. Wichtig ist die Regelmäßigkeit. Wenn wir eine Sprache später anfangen oder weniger fokussiert sind, dann wird es länger dauern. Aber das heißt auf gar keinen Fall, dass es unmöglich ist. Wenn du C2 erreichen willst, dann überprüfe deine Denkweise. Wenn du perfekt sein willst, alles komplett alleine schaffen willst mit deinen Vokabellisten und Grammatikregeln, es im Sprint schaffen und einfach alles sofort verstehen willst, ohne Deutsch wirklich zu produzieren, dann wird das nichts. Besonders nicht, wenn du nicht an dich glaubst. Jeder dieser Fehler kostet Wochen oder Monate, vielleicht sogar Jahre. Wenn du sie abstellst, dann beschleunigst du dein Lernen massiv. Schreib mir in die Kommentare, welcher Denkfehler hat dich bisher am meisten blockiert? Das würde mich interessieren. Dann kann ich ein spezifisches Video genau dazu machen. C2 ist kein Traum. C2 ist machbar, wenn du deine Denkweise änderst, konsequent übst und gezielt Feedback bekommst. Du bist näher dran, als du denkst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.